Ganz wichtiges Spiel heute gegen Augsburg. Wir machen weiter in der Liga, nachdem wir bei Manchester City überragend und nicht ganz unverdient 1:0 gewonnen haben, sind also in der Champions League auch voll auf Kurs Achtelfinale. Da haben wir dann noch Inter und Zagreb, gegen die wir uns durchsetzen müssen. Heute spielt die komplette B11, einmal komplett durchgewechselt, weil ist klar, ne, englischen Wochen, da kann die erste Mannschaft nicht jedes Spiel machen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir es heute gegen Augsburg machen. Natürlich auch wieder im 4-4-2. Die Aufstellung, die habe ich so in den letzten Spielen lieben gelernt, weil wir damit auch echt gut gespielt haben. Und wenn das gegen Man City schon gut aussah, dann muss es ja gegen Augsburg erst recht, oder? Ja, aber nicht, wenn wir Eintracht Frankfurt sind. Bouchard spielt auch, das ist die einzige Änderung in der B11, weil sonst hätte Haraldsson da gespielt. Da spielt jetzt aber Bouchard und ich bin sehr, sehr gespannt. Hat er ja auch gegen Gladbach schon gut gemacht. Larsen mit der ersten Chance. Und es gibt Ecke. Sah gar nicht nach Eckball aus. Aber gut, der Schiri wird wissen, was er macht. Hier werden wir es dann wahrscheinlich nochmal sehen. War Damen wahrscheinlich noch dran. Oh ja, so ein bisschen. Deswegen Nkunku mit der ersten Ecke. 8 Minuten gespielt. Da kommt wieder Larsen. Ja, komische Flugkurve. Die können auch manchmal hinten reinfallen, die Dinger. Aber der war, glaube ich, gute 2-3 Meter vorbei. Wir sind oben auch in der Tabelle. Wir sind 6., 7., haben also Tuchfühlung auch an die Champions League Plätze. Da müssen wir ja am Ende der Saison stehen, laut unseres Managers. Ja, hat uns ja die Aufgabe gegeben und das Ziel. Oben ist auch noch alles eng zusammen. Die Bayern, dann Dortmund, dann dann Wolfsburg und dann Leverkusen. Und Augsburg kommt das erstmal über Gnonto. Den Namen habe ich auch schon irgendwo mal gehört. Achtung, Gnonto gegen Buta. Oh, da sind 2, 3 Mann. Und wir sind da mit unserer Verteidigung. Das wird heute auch ganz, ganz schwer. Ich glaube, Augsburg spielt auch im 4-4-2. Sieht so aus im ersten Moment. Ja, könnten auch im 4-1-4-1 sein. Aber auf jeden Fall auch vorne mit 2 Stürmern. Und Chaibi zieht das Spiel auf. Also, aber wenn wir das so machen wie gegen City. Ja, auch hier ruhiges Aufbauspiel, obwohl ich das gar nicht so ruhig haben möchte. Ich möchte ja, wenn es geht, schnell nach vorne irgendwie. Und es geht wieder nach vorne über Chaibi, Nkunku. Die Seite heute, ja, Chaibi setzt nach. Larsen ist da oder auch Bouchard, da ist er. Der Youngster. Großes Talent, der wird eine große Zukunft vor sich haben. Der hat schon richtig gute Anlagen, der ist schnell, gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe. Und warum nicht? Den kann man immer mal reinwerfen, das ist nicht so verkehrt. Knauf, Larsson, jetzt wird er natürlich zugelaufen. Augsburger machen es im Mittelfeld, bisschen breiter, ein bisschen enger natürlich für uns. Chaibi da, Doppelpass, sehr schön. Wieder die Flanke, da ist wieder Bouchard, Larsen und Bouchard ist da! 1:0. Jetzt hat er sein Tor. Minute 23. War auch ein bisschen Glück dabei, der Ball hätte eigentlich geklärt werden müssen. Aber vorher ein super Doppelpass, dann einfach mal riskant rein. Larsen, ja, dem geben wir ruhig die Vorlage. Und Bouchard ganz entspannt mit links. Zack, einfach aus der Hüfte ins lange Eck rein, vorbei an Damen. Sehr schön, also 1:0 verdienen wir uns aufgrund der guten Anfangsphase, glaube ich schon. 23 Minuten rum. Und wir bleiben weiterhin auf Erfolgskurs. Das ist gut. Wenn wir das so beibehalten bis zum Hinrundenende, dann sind wir auch im Achtelfinale der Champions League. Im Pokal sind wir ja auch, da spielen wir in Leverkusen. Das Duell im Pokal hat auch mehr Tradition, ne, als manch anderer Fußballverein. Und wir sind schon wieder vorne. Chaibi zum Zweiten, da ist Miller, der gerade den Doppelpass gespielt hat übrigens mit Chaibi. Ja, kein Foul. Englische Härte, britische Härte, das wird er ja gewohnt sein. Die Augsburger kommen, Larsson ist aber da, sehr, sehr schön. Also sind alle hellwach. Verteidigung steht, die Zweikämpfe werden auch sehr, sehr gut gewonnen. Ich bin gar nicht sicher, ob wir hier auch im 4-4-2 spielen. Sieht nämlich gar nicht so aus. Ne, ist es nämlich gar nicht. Wir spielen nämlich auch hier im 4-2-3-1. Habe ich nämlich noch gar nicht angepasst. Tja, seht ihr mal. Also, von wegen 4-4-2, 4-2-3-1. Wahrscheinlich wird es dann noch besser laufen. Aber stimmt, ich hatte das bei der BF noch nicht umgestellt. Muss ich dann halt auch mal nach dem Spiel machen, dass die auch genau wie die A11 dieselbe Formation haben. Aber sei es drum, es läuft auch so. Richtig gut bislang. Vorne machen wir Druck. Die Augsburger wissen gar nicht, wohin mit sich.
Passwege werden zugestellt, soweit es geht. Und dann spätestens hier ab der Mittellinie geht es dann rein in die Zweikämpfe. Gnonto gegen Buta, der kann sich den Ball noch 10-mal vorlegen. Das wird auch nicht funktionieren. So. Jetzt mal der Versuch umzuschalten. Shaibi, Larsen, außen ist Knauf mit dabei. Jetzt muss er direkt wieder in die Mitte. Damit ich einen schönen Ball reinbringen kann oder auch nicht. Sondern Larsson, der sich den Ball etwas zu weit vorlegt. Schade. Und dann können wir das Pressing nicht zu Ende führen. Und jetzt haben die Augsburger ein bisschen Platz. Über Gummi, über Mbuku. Da ist Dorsch. Oh, der steckt durch auf Mbuku. Amenda kommt nicht ran. Und Nagalo kommt auch nicht ran. Und dann ist der Ausgleich da. Mit der ersten richtigen Chance so richtig. Und da wird im Tor, der fragt sich auch, ey, warum immer ich hier? Aber der Ball, der geht natürlich gar nicht. Das ist zu einfach. Dann hält er den noch gut. Dann ist Nagalo, weiß ich nicht, ist ja eigentlich da und dann springt er vorbei. Weiß ich wieder nicht, was da in ihn gefallen ist. Guck mal, er ist ja eigentlich da. Wenn er da normal hochspringt und nicht so seitlich, dann hat er den. Aber so ist halt leider der Ausgleich da. Mit der ersten richtigen Chance durch Philipp Tietz. Ja, das ist es ja. Wenn vorne das Pressing einmal nicht funktioniert, jetzt habt ihr mal gesehen, was dann passiert, dann stehen wir halt hinten offen. Natürlich das erste Tor von Philipp Tietz. Das hat auch mehr Tradition als alles andere. Und dann steht die Verteidigung halt so offen und das war dann halt easy peasy. Also ich meine, dann der Ball einfach mal durch. Und dann, oh, schon wieder so ein rüdes Einsteigen. Das ist, ja, glattrot. Ja, wollte ich gerade sagen, das muss jetzt auch mal bestraft werden. Es ist Philipp Tietz, der Torschütze und fliegt vom Platz. Da braucht er gar nicht diskutieren. Das war bei Haaland im letzten Spiel auch so. Ey, der ist da so reingegangen in die Knochen. Warum auch immer. Hier. Also was auch immer in den gefahren ist. Wahrscheinlich ein bisschen übermotiviert jetzt nach seinem Tor. Aber hör mal, das geht ja gar nicht. Also auch hier sind wir wieder einmal mehr. Mindestens mal 45 Minuten. Haben wir einen guten Freistoßschützen. Ja, Shaibi wird das wohl machen. Da wird es wohl hinauslaufen. Obwohl, der hat auch 75er Efe. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wir machen mal was anderes. Wir probieren mal eine ganz andere Variante. Einfach mal hochlupfen und dann mit einem Powerschuss mal abfeuern. Ja, zu zentral, aber warum nicht? Das heißt also, jetzt werden wir es recht umstellen auf ein 4-4-2. Vorne 2 Stürmer, bisschen mehr Druck. Ja, auch aus dem Mittelfeld, weil das müssen wir jetzt ausnutzen. Augsburg spielt jetzt erstmal ohne Stürmer, je nachdem, was die machen. Da muss ich nochmal kurz vorbeigucken hier. Guck mal, Spielinfo sind wir auch eigentlich wieder besser, aber steht halt 1-1. Und wie machen das jetzt die Augsburger? Oh Gott, die haben 4-2-2-2. Ganz, ganz merkwürdig. Wo haben sie denn Philipp Tietz? Okay, der spielt jetzt rechts. Das heißt, wir haben auf unserer linken Seite Vorteile und ein bisschen Platz. Also die Nkunku-Seite ist ja eigentlich ganz schnell. 4-2-1-2 wird das dann sein wahrscheinlich. So, also wir stellen jetzt um auf ein 4-4-2. Und zwar das flache hier. Dann haben wir Larsen, Bouchard, Knauf, Shaibi. Genau, jetzt überlege ich gerade, ob ich für Bouchard vorne nochmal... Obwohl, dann habe ich 2 Kopfballstarke. Bringen wir Haraldsson rein. Ich brauche ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Obwohl, ist Bouchard eigentlich schneller, ne? Naja, aber der ist schon ein bisschen weiter. Der hat 10 Stärken mehr. Ihr wisst, was ich meine. So, Amenda, das bleibt soweit. Wir müssen ja auch mal spielen dürfen. 47 Tempo hört sich natürlich jetzt erstmal nicht viel an. Aber dafür hat er eine hohe Aggressivität, eine hohe Stärke. Und die wird ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen höher, die Geschwindigkeit im Laufe seiner Karriere. So, also gehen wir rein. 4-4-2. Und dann gucken wir mal, ob wir die Augsburger überrennen können. Ob wir vielleicht damit völlig ins Fettnäpfchen gegriffen haben. Aber ich hoffe mal nicht. Weil das jetzt in der Situation, das sind wirklich dann 2 verschenkte Punkte, wenn es hierbei bleibt. So, Shaibi. Ah, da wollte ich eigentlich auf Larsen erst. Weil dann wäre Shaibi nämlich durchgelaufen, dann hätte er ihn gehabt. Petzen Daka, oha. Der ist auch irgendwie in Augsburg gelandet. Der weiß zwar nicht wie, aber er ist halt irgendwie da gelandet. So, Augsburg kommt über Dorsch. Und da ist wieder Daka, da müssen wir dazwischen sein. Und Nkunku kommt nicht ran, Nagalo kommt aber ran. Ja, die setzen jetzt wahrscheinlich, weiß nicht, ob sie alles auf eine Karte setzen, ob sie jetzt sich denken, komm, wir sind eh ein Mann weniger, wir riskieren mal ein bisschen was. Aber im Prinzip, wie gesagt, müssen wir hier irgendwo mal Überzahl finden. Aber Augsburg ist momentan, oh, die Mannschaft, die hier ein bisschen besser reinkommt in diese zweite Halbzeit. Oh, da geht keiner ran. Das gibt's doch nicht. Alle gucken zu und es ist Wilfried Gnonto.
Mit der Führung. Hier, da laufen wir alle hinterher. Und wieder ist es Nagalo, der da nicht in den Zweikampf reinkommt. Amenda grätscht leider vergebens und ja, Arthur David im Tor. Sieht halt auch unglücklich aus, aber das ist irgendwie wieder typisch, ne? Wir machen eine Formationsumstellung, die bislang leider nicht so gut funktioniert. Die Augsburger kommen einmal vors Tor in Person von Wilfried Gnonto und die machen dann das 2-1. Durch zweimal Abwehrfehler Nagalo, muss man halt auch sagen, ne? Das 1-1, da verliert er einfach zu leicht das Kopfballduell. Und jetzt gerade auch, ey, den Zweikampf, den darfst du da nie verlieren, ey. Never ever darf der da so durchkommen. Und Augsburger sind schon wieder vorne über Gumni gegen Kunku. Oh, Flanke kommt, Amenda ist da, David ist auch da. Was machen die Augsburger hier zu 10? Was haben die sich denn vorgenommen? Nächste Chance, Nagalo kommt wieder nicht hin und diesmal David. Also Augsburg ist besser. Was ist denn jetzt hier los? Augsburg ist besser mit 10 Mann. Vielleicht war die Umstellung bislang doch nicht so wirksam, wie ich es mir erhofft hatte. Aber noch ist ja Zeit. Komm, Scheibi, leg mal ein bisschen Turbo ein. Aber da kommt ein Buko hinterher. Scheibi, da ist Knauf, Buta auf der Außen. So, und jetzt brauchen wir Larsen mindestens mal in der Mitte. Da ist Haraldsson. Oder er macht es einfach alleine. Genau, Haraldsson! Da ist der Ausgleich. Es geht doch. Ganz einfach über die Außen durchgesteckt und Haraldsson zieht durch. Und macht sein Tor. Hier, nimmt er den Schwung mit, das ist richtig gut. Und dann kriegt er gerade noch die Spitze ran. Aber egal, damit kann man auch Tore schießen. 2-2. Das ist so ein ganz, ganz typisches Eintracht-Spiel hier schon wieder. Ganz wild, ganz verrückt. Du bist ein Mann mehr, bist eigentlich die bessere Mannschaft. Bekommst dann vor der Pause noch den Ausgleich. Dann direkt nach der Pause, also in der guten Phase von den Augsburgern, dann den Rückstand. Und jetzt danach sofort wieder der Ausgleich. Und Haraldsson, endlich hat er sein Tor. Und ich hoffe, es bleibt doch nicht sein letztes. Wieder Haraldsson. Gut geholt. Vielleicht jetzt der Doppelschlag. Larsen. Knauf. Ist niemand in der Mitte. Doch, jetzt. Larsen ist da wieder. Abgefälscht. Oh, der kommt an. Jetzt müssen wir das Momentum auf unsere Seite kriegen. Augsburg durfte jetzt mal eine Viertelstunde gut mitspielen. 20 Minuten. Jetzt sind wir nochmal dran. Da ist Reece Oxford, was immer er auch vorhat. Geht bislang leider gut. So Buta auf der Außen. Holt den Ball. Sehr, sehr schön. Komm, und nochmal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Larsen. Haraldsson hinterläuft. Sehr gut. Und Larsen muss wieder rein in die Mitte. Der steht in einer völlig falschen Position jetzt. Aber Augsburg stellt sich jetzt erstmal hinten rein. Das wird jetzt ein bisschen Handball spielen hier. Gegner zurechtlegen. Unten haben wir Überzahl. Natürlich linke Seite. Da fehlt jetzt Philipp Tietz. Ein Kunku mit der Flanke. Und jetzt Larsson. Schöner Kopfball. Zu zentral. Aber genau. Oh, Amenda, Junge. Was ist das denn? Der steigt ja in den 3. Stock. Sehr, sehr wuchtiger Kopfball. Weil hier müssen wir jetzt weiter Druck machen. Weiter pressen. Irgendwann verlieren die Augsburger den Ball. Hoffe ich. So ist der Plan. Haraldsson kommt da nicht ran. Aber ein Kunku ist da. Zack. Pressing funktioniert. Und nach vorne weiter. Nächste Chance. Larsson. Larsen ist unten frei. Da ist es. Larsen. Oh. Strand Larsen. Brauchen wir nochmal Geschwindigkeit über Mamouche? Eigentlich brauchen wir das, ne? Ich mache jetzt aber mal Folgendes. Ich mache den für Chaibi rein auf der Außenbahn. Und vorne bringe ich nochmal Kalajdzic rein. Mache hier zentral orientieren, dass zumindest mal einer von den beiden vorne ist. Hier machen wir Abwehr überlaufen. Das ist jetzt mehr so, ja, spontan und mehr so improvisiert. Ich mache dann nach dem Spiel, wie gesagt, auch das für die B11 nochmal klar. Die ganzen Taktiken und Formationen. Marzen kommt rein. Der jetzt in Echtbad Dortmund spielt, ist das der? Wird wahrscheinlich so sein. Können ich den Augsburgern zutrauen. So, nächste Chance. Mamouche. Und jetzt hinterlaufen. Kalajdzic und Kunku. Sehr schön. Und jetzt in der Mitte. Wo ist Kalajdzic? Da ist er. Da ist Kalajdzic. Dann nimm ihn doch. Wartet er erst noch mal 10 Stunden, bis er den Ball kriegt, ey. Aber weiter. Dauerdruck jetzt hier. Ein Kunku. Da ist eine gute Schussposition. Schade, aber legt er sich den so weit vor. Und da ist Marzen gegen Miller. Ja, auch schon gut im Zweikampf drin. Ist okay, aber komm, 3 Minuten noch. Das wären heute verlorene 2 Punkte, wenn das hier unentschieden ausgeht. Und
Irgendwas wird hier heute noch passieren. Ich hoffe eher in unsere Richtung. Komm, Amenda muss er haben. So, nächster Angriff. Wahrscheinlich der letzte Angriff in dem Spiel, den wir hier jetzt gut zu Ende spielen müssen. Kunku. Oh, zu weit. Zu weit nach vorne gelegt. Schade. Das wird es wohl gewesen sein. Es bleibt beim Unentschieden. Schade. 2 verlorene Punkte. Augsburg eine richtig starke Phase nach der Pause. Warum auch immer. Haben wir leider ein bisschen geschlafen und somit leider nur 1 Punkt gegen Augsburg. Also die Phase nach der Pause, das hat mich echt sehr, sehr überrascht. Mainz gewinnt in Stuttgart, Bayern gewinnt gegen Hannover zu Hause. Dass sie da so stark aufgetreten sind und wir vor allem so offen hinten standen, das hat mich noch mehr überrascht. Na gut, jetzt haben wir erstmal 2 Wochen Pause. Länderspielpause, können sich alle mal wieder ein bisschen entspannen. Alle erholen, Spielzeit von Kalajdzic. Ich möchte Sie darüber informieren, dass sich Wolverhampton bei uns gemeldet hat. Der Verein ist nicht zufrieden mit der Spielzeit von Kalajdzic, okay. Ah gut, ich habe halt vorhin jetzt, ja, Orban. Also, wenn ich den jetzt auf die Bank setzen würde, ne, oder ihn auf links stellen würde, dann würde wahrscheinlich dann Orban rummeckern und genauso Mamouche. Ist halt leider das Dilemma, wenn du immer mit 2 Spitzen, oder ich mache gleich von Anfang an einen 4-4-2, dann kann ich nämlich beide aufstellen. Das könnte ich nämlich auch nochmal machen. Ich spule jetzt erstmal vor bis zum nächsten Spiel. Dann haben wir wieder Englisch gewonnen, dann haben wir Freiburg, Zagreb und Schalke. Dürfen wir dann auch nochmal spielen. Hier Trainings, mir ist aufgefallen, zuletzt zu oft gewechselt werden. Ich habe jetzt überhaupt nichts an den Trainingsplänen verändert. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Schade, hätten wir noch 2 Punkte mehr, wären wir 5. gewesen. So haben wir, ja, ein paar Punkte Rückstand auf Wolfsburg, aber diese Saison ist noch lang. Leverkusen hat schon gespielt, da können wir also auch nochmal 3 Punkte, 4 Punkte aufholen. Freiburg ist 14. Haben auch nicht so eine starke Saison bislang gespielt. Unten, gut, Hannover, Schalke, das war abzusehen. Hertha auch, also die 3 Aufsteiger wahrscheinlich. Die werden da unten auch ein bisschen länger bleiben. Aber ansonsten, schaut mal, von Platz 5 bis Platz, ja, was ist das? 11, genau, sind es nur 2 Punkte. Also die halbe Liga spielt um Europa. Möchte man meinen. So, jetzt mache ich hier gerade nochmal live mit euch die Aufstellung hier. Machen wir ein 4-4-2 flach. Das haben wir bislang, wobei, nee, empfohlene Formation. Achso, guck mal, ein 4-4-2 wird uns auch empfohlen. Dann spielen wir nämlich so, Mamouche auf der Außen, da muss Götze leider irgendwie raus. Dann muss ich den irgendwie benchen. Ist zwar schade, aber gut, machen wir. Sascha Kalajdzic vorne rein, dafür Götze natürlich auf der Bank. Miretti, Rode, dazu noch ein bisschen Qualität auf der Reservebank. Guck mal, Bouchard, Ibimbe natürlich jetzt verletzt. Das wiegt natürlich ganz, ganz schwer. Dass der mit seinem Kreuzbandriss uns jetzt die gesamte Saison lang noch fehlen wird. Naja, wir machen das Beste draus. Wir gucken, vielleicht legen wir im Winter nochmal nach. Wenn euch die Folge gefallen hat, schaut gerne die anderen Videos, die gleich in der Endcard verlinkt sind. Schaut wieder rein gegen Freiburg. Da holen wir eventuell und hoffentlich dann die nächsten 3 Punkte. Macht's gut. Ciao, ciao.